Und hier kommt der zweite Teil der langen Reise. Und wir haben uns von Himeji aus auf den Weg nach Nagoya gemacht. Davor machten wir aber noch einige Stopps auf dem Highway. Der erste davon war direkt am Biwa-See. Demnach gab es an der Raststätte auch einiges an Merchandise. Und Kyobaum gab es dort, ein absoluter Geheimtipp. Falls ihr mal nach Kyoto fahrt oder in die Ecke generell, checkt auf jeden Fall die Kyobaum Baumkuchen aus. Die schmecken meiner Meinung nach mitunter am besten. Wir haben uns aber für Nikkoman von Horai als Snack entschieden. Nach ein paar Kilometern haben wir dann Pause zum Lunchen gemacht, und zwar bei der Tsuchiyama Raststätte. Diese ist voller Ninja-Tanuki. Wenn ihr also Tanuki mögt, kann ich diese Raststätte wirklich empfehlen. Die waren echt total süß. Und für mich gab es Udon zum Mittag. Endlich in Nagoya angekommen. Mal wieder. Unser Hotel lag direkt bei der Kariya Station. An dem Abend habe ich nicht mehr so viel gemacht. Ich habe eine nahegelegene Mall auf der anderen Seite der Station ausgekundschaftet und es gab Sushi zum Abendessen, als mein Mann von der Arbeit kam. Am nächsten Tag stand eine Ecke auf dem Plan, die ich noch nicht kannte und von der ich nur grob vorab gehört hatte. Es ging heute nämlich nach Osu, denn dort erwartete mich ein wunderschöner Tempel und nicht nur einer und eine große Einkaufsstraße. Ursprünglich stammt das Gebäude aus der Kamakura-Periode und der Tempel zog 1612 von der Gifu-Präfektur unter Anweisungen Tokugawa Ieyasus nach Nagoya. Und die Gebäude, die ihr hier seht, sind Rekonstruktionen aus dem 20. Jahrhundert. Osu wird dem einen oder anderen vielleicht bekannt vorkommen, denn hier fand jedes Jahr die Osu-Parade zum World Cosplay Summit statt. Generell habe ich echt festgestellt, dass sich gerade in dieser Ecke viele Shops Richtung Anime, Manga, Cosplay und Doujinshi anreihen. Nicht umsonst wird diese Ecke gerne mal mit Akihabara verglichen. Es gibt aber ansonsten auch wahnsinnig viele günstige Klamottenläden, Cafés und Restaurants. Oder anderes Interessantes. Auf der Karte hatte ich mir schon ein paar weitere Spots rausgesucht und einer davon war der Kigakurin Banshoji. Ein Tempel, den ich, ganz sicher nicht so modern eingestuft hätte. Er hatte nebendran sogar eine Hakuryu-LED-Fontäne. Manchmal können Tempel wirklich überraschen. Dort gab es wieder sehr besondere Gushuin. Leider brauchte man dafür eine Reservierung und ich habe mir die normalen größeren geholt. Ich
Ich kann die Ecke wirklich sehr empfehlen. Vor allem kann man sie bei jedem Wetter besuchen, da die komplette Einkaufsstraße überdacht ist. Eine typische Shoringai. Auf dem Weg zurück ins Hotel habe ich ein Restaurant besucht, das ich davor schon echt gerne besuchen wollte. Dort gibt es nämlich kleine Puddingkuchen in Form von Küken in 3 Geschmackssorten. Ich habe Erdbeere gewählt. Am nächsten Tag ging es ins Tokugawa Art Museum. Leider durfte man darin nicht filmen und leider war der Großteil gesperrt. Ich war in etwa nach 10 Minuten durch mit dem Rundgang, auch wenn ich mir wirklich viel Zeit gelassen hatte. Aber es gab dennoch sehr interessante Ausstellungsstücke, wie den Helm von Kato Kiyomasa und ein nachgebautes Nottheater. In dieser Nacht haben wir das Hotel gewechselt, da unser Aufenthalt einen Tag länger dauern sollte. Und nochmal eine Nacht in Nagoya, ganz spontan. Mit Wasserkocher eben geholt. Dann eben ganz viel Shampoos, Lotions, Conditioner geholt. Und Umaibo und Keksen. Und das ist unser Raum mit Dusche, in die man nicht reinschauen kann, aber ja, so fast. Ne? Oh, ist größer als ich dachte. Oh, das ist nice. Na gut. Ah, es ist schön groß. Sehr gut. Am nächsten Tag ging es dann auch schon wieder nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt Lust bekommen, auch mal Osu zu erkunden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert meinen Channel, wenn ihr mehr Videos aus Japan sehen wollt. Wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis dann!